Gibt es ein Wochenfazit, diesmal zur 3. Aprilwoche 2022, Woche 16, Osterwoche. Und wieder haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, was denn diese Woche so besonders gemacht hat. Und wir tun das, indem wir sowohl über das reden, was wir gearbeitet haben, als auch das, was im Zwischenmenschlichen war und was wir so persönlich erfahren haben. Und versuchen dann irgendwo einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und es war lange unklar und plötzlich war es dann da, nämlich Nein sagen lernen. Ja, das hat sich durch die Woche gezogen, sowohl arbeitsmäßig als auch im Zwischenmenschlichen, weil das so extrem wichtig ist, haben wir das jetzt zum Wochenfazit gemacht. Nein sagen lernen ist eine Kunst, die es zu lernen gilt, wenn man irgendetwas erreichen will und wenn man seine Zeit nicht unnötig und seine Kräfte und seine Gaben nicht unnötig vergeuden will. Warum ist es so wichtig? Genau, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Unsere Zeit ist begrenzt, unser Geld ist begrenzt, unsere Gaben sind auch zwar viele, aber wir müssen uns auch irgendwo begrenzen, um die wirklich besonderen und die uns irgendwo aufgetragen sind, zu nutzen, auszubauen. Und so ist die Zeit oder so sind die Weichen, die wir stellen, extrem von Bedeutung, ja, für die Zukunft. Und wir müssen zu vielen Wegen sozusagen Nein sagen, um für diesen einen richtigen Weg Ja sagen zu können. Dazu müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, was denn der richtige Weg ist. Wir müssen erkennen, was dran ist und Fakten heranziehen, vielleicht auch Ratgeber heranziehen, was die denn meinen. Ja, wir haben viele gute Ratgeber auch gehabt und wir haben manches wahrscheinlich auch über Bord geworfen, weil wir dachten, ja, die Alten, die haben ja keine Ahnung. Oft hatten sie sehr wohl Ahnung und wir tun gut daran, aber vielleicht hat es uns einfach nur keinen Spaß gemacht, Nein zu sagen zu Dingen, die wir momentan für gut hielten, die sich aber im Ende als sehr negativ herausgestellt haben, wo wir unseren Körper, unserem Geist geschadet haben, womit wir unsere Zeit verplempert haben. Und ja, deswegen ist es so wichtig, Nein sagen zu lernen, um hier die richtigen Dinge tun zu können. Und wie gesagt, du kannst dich eben nur für eine Frau oder oft für einen Weg entscheiden und nicht links und rechts fahren gleichzeitig. Und du kannst auch die Zeit nur einmal nutzen in dem Moment. Deswegen sind die Handy-Sachen und immer da was und da was und da abgelenkt sein. Jedes Abgelenktsein kostet 15 Minuten, bis du wieder in dem alten Vorgang drinnen bist, in deiner konzentrierten Arbeit. Deswegen ist konzentrierte Arbeit wirklich ein Ding, das leider sehr wenig geworden ist. Und diejenigen, die das aber gelernt haben, Nein zu sagen und die Handy ausmachen oder die E-Mails eben mal nicht eine Stunde anschauen, die haben einen deutlichen Produktivitätsvorteil. Die schaffen wirklich was weg. Das ist die Folge von einem richtigen Nein sagen. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Und ich lasse mich nicht von irgendeinem Anruf, jetzt kamen diese Woche so viele Spam-Anrufe, wirklich bei ganz verschiedenen, Europol und irgendwas und was da alles kommt. Ja, das ist wertvolle Zeit und ich bin unterbrochen. Das ist echt unangenehm für eine konstruktive, produktive Arbeit. Ja, dann geht es mal um die Art und Weise, wie sagt man Nein, dann ist es gar nicht so einfach. Wir können ja nicht immer Nein sagen, wir können ja nicht so, nein, und das mache ich jetzt nicht und so, sondern wir müssen ja eine Art finden, wo wir den anderen auch gewinnen. Der soll sich ja nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn ich ihm jetzt Nein sage. Ich soll es ihm erklären. Ich soll einfach das vermitteln, was mich bewegt. Und vielleicht ist es ja auch nur ein Nein für jetzt momentan. Auf alle Fälle sag nicht schnell Ja, denn du ziehst dir damit nur irgendwelche Schwierigkeiten auf, sondern sag vielleicht am Anfang lieber immer Nein und dann kannst du immer noch Ja sagen oder sag, ja, ich brauche ein bisschen Zeit, um die Sache zu prüfen, ich muss jetzt nur jemanden fragen. Sag nicht so schnell Ja, sondern sag lieber Nein und dann Ja, wenn du es geprüft hast, wenn du weißt, dass das richtig ist. Ja,
Muss ich kurz schauen. Es ist so toll auch, dass man mit diesem Prozess des Neinsagens, dass man auch ganz viel über sich selber lernen kann, nämlich, warum fällt es mir denn schwer, Nein zu sagen? Ich muss erkennen, dass da diese ganzen Ängste da sind, oder ich einfach nicht ehrlich sein will, weil ich mich dann abgelehnt fühlen würde, ja, und deswegen sage ich lieber ja, ich bin dann weniger geliebt. Und was immer hier die Gründe sind, beim Nein sagen lernst du dich selber kennen, und es ist gut, dich zu hinterfragen und zu lernen und dazu zu gewinnen, und dabei aber den anderen auch mitzunehmen, vielleicht auch den anderen zu verstehen oder beziehungsweise dem anderen sich verständlich zu machen, und dann wird er das Nein von dir auch wesentlich besser annehmen, und du wirst authentischer und du wirst klarer und du wirst wissen, nein, das will ich eigentlich gar nicht, und ich darf das sagen. Nein, das möchte ich nicht. Das überfordert mich, das kränkt mich, das beleidigt mich irgendwo, aber ich muss es sagen. Und wenn wir dann zu lange damit warten, dann kommt es irgendwie so ganz hart drüber und flippen wir irgendwie aus. Aber wenn wir lernen, es am Anfang, von Anfang an irgendwie zum Ausdruck zu bringen, ja, ich bin auch ein Mensch, ich bin halt anders wie du und mir fällt es schwer, ich mag das nicht, dann ist es auch okay. Du darfst Nein sagen. Und nur dann kannst du wirklich, nur von jemandem, der Nein sagen kann, ist das Ja auch was wert. Ja, und das letzte noch, Nein sagen lernen. Ja, das ist ein Prozess. Du musst es nicht gleich können, sondern du hast Zeit, du kannst Stück für Stück dazulernen. Hier ist besonders auch die Reflexion wichtig, dass du nämlich über einen längeren Zeitraum zurückschaust. Was war denn jetzt eigentlich? Oh, da habe ich ja gesagt und das war eigentlich das war ein totaler Fehler. Ich habe mich echt in die Bredouille gebracht damit. Und du wirst merken, Nein sagen ist einfach ein Segen und du wirst gestärkt werden und du wirst immer freundlicher werden, auch in deinem Nein sagen. Die Leute werden dich verstehen, sie werden dich achten, aber du musst dich nicht hetzen, du musst dich nicht überschlagen, sondern du hast einfach Zeit, hier die Dinge zu lernen. Werde besser darin, werde mutiger darin, ein klares Nein zu sagen zu den Dingen, die du nicht möchtest und die du nicht sollst und die dich überfordern. Und du wirst dir viel Probleme ersparen, ja, viel Ärger, viel Stress und viele unnötige Umwege, die du einfach gar nicht hättest machen müssen. Ja, das war's eigentlich. Das ist viel mehr. Fangt einfach an. Wie gesagt, es geht jetzt los. Heute vielleicht bei dir. Okay, ich muss mir Gedanken machen, was ich denn eigentlich will und was ich nicht will. Und ich muss lernen, darüber zu reden, das auch zu sagen, mich zu schützen, meinen Garten, auch meine Persönlichkeit zu bewahren. Und du wirst merken, es tut dir gut, du wirst transparenter, klarer den anderen gegenüber. Und uns als Firma wird's auch, geht's auch gut, wenn wir wissen, wenn wir uns klar entscheiden für die Dinge, die dran sind für uns und klar dagegen entscheiden für die Dinge, die nicht dran sind. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, gesegnete Zeit und bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus Obersteiner. Tschüss.